Nächstes Spiel in der Europa League, Heimspiel gegen Molde, einem Gegner, der uns eigentlich auch liegen sollte. Wir sind ungefähr gleich stark. Ich habe ein bisschen getüftelt an der Taktiktafel, meine Magnete hin und her geschoben. Es ist im Endeffekt ein 4-2-3-1, ein kompaktes 4-2-3-1 geworden. Damit beginnen wir. Ich habe aber auch eine Dreierkette, ein 3-5-2. Ich habe das Tannenbaum-System 4-3-2-1 und ich habe ein 4-4-2 mit reingebracht. Mit dementsprechend, Laufwege angepasst und diese ganzen Rollen, die die Spieler haben, nach bestem Gewissen, weil irgendwie müssen wir zurück in die Spur kommen. Das ist bislang eine sehr, sehr enttäuschende Saisonstart, auch wenn wir in der Europa League spielen. Ja, das ist sensationell, großartig. Ja, in der Bundesliga sieht es aber leider nicht so aus, da stehen wir unten, brauchen also auch da jeden Sieg. Und jetzt bin ich einfach gespannt, ob so eine Abwechslung in der Europa League vielleicht auch ein paar Kräfte freisetzen kann. Keine Ahnung. Bin sehr, sehr gespannt. Vorne mit Fridtjonsson, der hat momentan das Momentum, deswegen habe ich den auch wieder reingemacht. Da ist er nämlich. Oh, schade. Das wäre ein super Ball gewesen. Ja, gegenüber Nacho Ferri, der sitzt aber auf der Bank. Aber ich muss Fridtjonsson, habe ich ja gesagt, wenn der gegen Bremen trifft, der hat dann leider keine Argumente dafür, dass ich ihn auf die Bank setzen kann. So, jetzt bin ich gespannt, ob das gegen Molde hier gut funktioniert. Wie die so drauf sind, was die geraucht haben. Die sind nämlich auch nur 31. Aber es ist nach dem ersten Spiel in der Europa League. Da kann man noch nicht so viel sagen. AB spielt, ja, habe ich auch vergessen. Der Ishii bekommt auch mal eine Pause. Der spielt eigentlich auch seit Saisonbeginn an durch. Ja, und dann gilt es hier so ein bisschen den Knoten zu lösen. Ja, wir sind gerade nicht so gut drauf. Wir spielen auch nicht so gut. Und gerade solche Aktionen hier, die können natürlich das Selbstbewusstsein und das Vertrauen zurückgewinnen. Natürlich. Ich hätte es mir doch denken können. Fridtjonsson. Wer auch sonst. Ich sage, der ist immer für ein paar Tore gut. Und gerade jetzt in der Phase braucht es vielleicht auch mal solche Maßnahmen. Ja, dass Ferri auf die Bank geht, Fridtjonsson vorne rein. Bei ihm wissen wir, was er kann. Wie wir ihn ins Spiel bringen müssen. Und den schiebt er ganz entspannt mit der Seite rein. Also 1:0. Ja, eiskalt an diesem Donnerstagabend hier in Münster. Holmberg, Aaron, Fridtjonsson. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich mir eigentlich ein Trikot holen von dem. Ja, einfach ein geiler Typ, der uns mal wieder in Führung schießt. Das ist auch ein Gefühl, was wir jetzt eine Zeit lang nicht gehabt haben. Und dann spielt sich das Ganze vielleicht auch ein bisschen leichter. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, was jetzt Molde macht. Mats Müller-Deli. Die Wege, genau diese Passwege, die müssen wir halt irgendwie versuchen, auch wenn es halt nicht immer klappt, zuzustellen. Ja, und halt auch wieder ein bisschen ruhiger zu spielen. Ein bisschen entspannter Ball mal laufen zu lassen. Das hat uns ja vor allem in der Aufstiegssaison stark gemacht. Und dann kriegen wir auch die Lücken. Ja, die werden sich dann auch dadurch ergeben, dass der Gegner halt auch verschieben muss. Hier nochmal ein Doppelpass, da ein Doppelpass. Ball hinter die Kette ist so leicht eigentlich. Ja, Fußball ist eigentlich so ein leichter Sport. Aber nicht, wenn halt der Kopf noch mitspielt. Wanner. Und Remberg, komm, der hat jetzt auch viel Platz. Schade. Bisschen weiter in die Mitte rein. Ein bisschen weiter aufs Tor, der wäre richtig gut gekommen. Der kann auch von Weiten schießen, Mann. Der hat uns gegen Heidenheim mit einem Weitschuss in die Bundesliga geschossen im Rückspiel. Die Relegation. Es muss halt nur dieser berühmt-berüchtigte Knoten mal platzen. So, und wenn das halt der Fall ist, zum Beispiel heute gegen Molde, wenn uns das auch für die Bundesliga frischen Wind gibt, dann starten wir durch ab jetzt. Bin sehr, sehr gespannt. Aber erstmal das Spiel hier rumkriegen. Jongwa gegen Amundsen. Ja, es geht ganz leicht und locker. Natürlich wieder Fridtjonsson, aber die Drehungen bekommt er dann auch leider nicht mehr so ganz schnell hin. Oh, Berisha. Nein, der darf da nicht durchkommen. Wieder dieses 10 Meter weit vorlegen. So, hintenrum. Die sollen sich da ruhig müde laufen, ja? Lasse doch die Wege machen, die unnötigen Wege. So haben wir in der zweiten Halbzeit mehr Kraft. Und natürlich ist das auch ein willkommener Gegner. Also die pressen jetzt natürlich nicht, die lassen uns spielen. Der kommt vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt gerade hier, der Gegner. Das möchte ich vielleicht auch mal betonen. Fridtjonsson, nächste Chance. Ja, zu zentral. Den Ball, den fangen wir auch ab. Also es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, dass wir mal wieder so ein Spiel jetzt haben.
Und wenn das vielleicht die Wendung ist, dann werden wir am Saisonende sagen, Mensch, wisst ihr noch damals gegen Molde, ja, als es dann in die richtige Richtung ging. Wieder Jongwa, Eckball, also es ist ein sehr, sehr dominantes Spiel, ja, ohne dass wir irgendwie großen Aufwand betreiben müssen. Der Gegner lässt uns halt. Da ist ja die Qualität dann nochmal eine andere zwischen Norwegen und Deutschland, ne, das ist klar. Ist Molde Norwegen? Ja, ne? Ja, nicht Dänemark. Ich habe erst gedacht Dänemark, aber Molde ist Norwegen. Hoffe ich zumindest. Wenn es nicht stimmt, schreibt es in die Kommentare, aber ich glaube Molde müsste eigentlich Norwegen sein oder doch Dänemark. Naja, egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Berisha. AB kommt dazu. Wagner rückt mit rein, nach innen, dass wir genug Leute sind. Remberg. Und dann nur verschieben. Das heißt, das reicht meistens schon, genau. Und dann können sie ruhig so aufs Tor schießen. Das ist ja nichts Gefährliches, das ist ja harmlos. Das kriegt Sinamoy auch gerade noch hin. Schöner Ball. So, Wagner, geht mal mit nach vorne. Ja, und Jongwa, lauf, lauf, lauf. Dann kriegst du den Ball. Oh, der muss auch ankommen. Du darfst auch gerne am Gegner vorbei spielen. So ist es nicht, aber gut. Jongwa ist schon wieder vorne. Guter Ball. Oh, ein bisschen zu weit, aber Wanner. Der probiert es einfach, klar. So Aktionen. Die Lockerheit darf nicht verloren gehen. Nicht zu verspannt oder nicht zu verkopft, sondern auch so Sachen ruhig mal mit ins Spiel nehmen. Das löst vielleicht dann auch einiges. Genau, da können sie sich auch gerne den Ball hin und her spielen. Das ist für uns auch gar kein Problem, das zu verteidigen. Hier, zack, die Zweikämpfe gewinnen wir. Also es ist eine sehr, sehr gute erste Halbzeit bislang. Gut, schlechter als jetzt gegen Bremen oder auch in Kiew ging es jetzt im Prinzip gar nicht. Und wir haben vielleicht nochmal eine Chance, aufs 2-0 zu stellen. Listesch, Fridtjonsson, nee, das ist dann doch vorne weiterhin sehr behäbig. Phasenweise, teilweise. Ja, dem Gegner auch geschuldet. Aber ist egal, ich nehme das mit. Ich nehme hier jeden Sieg, den wir bekommen können, nehme ich mit. Aber wir haben ihn ja noch nicht, ne? 5:2 Schüsse. Sehr dominantes Spiel. Ich zeige euch das jetzt gerade mal mit den Formationen hier. Ne? Einmal 4-2-3-1, dann 3-5-2. Das könnte man auch eventuell mal probieren. 4-3-2-1, weil ich die Hoffnung habe, dass sich die beiden ZOMs dann halt genau immer zwischen die Verteidigerlücken reinschleichen. Und dann halt noch ein klassisches 4-4-2 mit halt entsprechenden Rollen. Ne? Entweder Flügelprofi plus und Innensturmprofi. Und hast du nicht gesehen, da gibt es ja auch so viel Möglichkeiten. Man kann es da auch halt übertreiben. Ne? Das ist halt auch immer ganz, ganz klar. Aber Fridtjonsson wieder, hält mal den Ball. Vorne Wanner, schade, kriegt er nicht. Aber auch so jemand, ne, der einfach mal vorne den Ball hält. Und Fridtjonsson, wenn der gerade uns hier wieder in die Erfolgsspur bringt, wäre schön, würde mich freuen für ihn. Ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber er macht das mit Erfahrung wett. So, und da haben wir Wanner, Fridtjonsson, natürlich Fridtjonsson mit links. Schade, der wäre schön gekommen. Der wäre schön gekommen aufs gegnerische Gehäuse. So, und Molde, ihr seht, die sind wirklich nicht stark. Also wenn wir das heute hier nicht gewinnen, das wäre echt sehr, sehr bitter. So Spiele müssen wir halt gerade auch auf europäischer Ebene gewinnen einfach, weil so viele Punkte werden wir, glaube ich, nicht holen. Weil die Gegner werden dann auch ein bisschen stärker, ne? Tottenham und Galatasaray. AZ Alkmaar ist noch mit dabei. Midtjylland, glaube ich, war auch mit dabei, oder? Weiß ich gar nicht, werden wir nochmal nachschauen. Nach dem Spiel, jetzt haben wir erstmal Wanner. Listesch, ja, der ist da, der hat Platz. Auch zu zentral, nichts Gefährliches. Und die Ecke über Remberg. Mal die Variante, die ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Jongwa. Boso war nicht im Abseits. Und wieder Platz und wieder Remberg. Er kann's doch. Habe ich doch gesagt. Der kann auch diese Weitschüsse. Nikolai Remberg. Unser Kapitän. Schöne Flugbahn. Von da über den Keeper drüber. Perfekt getroffen. Ja, der senkt sich. Überragend. Schönes Tor. Braucht man gar nicht viel sagen. Einfach nur hinschauen, gucken und genießen. Manchmal brauchst du einfach nicht viel Worte. Und wie wichtig das war, zeigt die Spielminute, 58. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, wir können jetzt auch gleich mal wechseln.
Können vielleicht auch mal dem einen oder anderen Jugendspieler die Chance geben, sich hier zu beweisen, ein paar Spielminuten zu sammeln. Aber es ist halt auch noch 30 Minuten Zeit. Lass die hier mal zum Anschluss kommen, dann sieht es wieder anders aus. Aber es sieht bislang nicht so aus. Guck mal, eine sehr ungefährliche Flanke einfach vorne rein. Listisch, der ist dann leider versäumt, den richtigen Moment dann den Ball zu spielen. Jetzt die Chance. Wanner hat Platz, rechte Seite. Da nützt auch die Grätsche nichts. Da kommt keiner hinterher. Wanner, Fridjonsson lässt sich fallen. Keiner da. Alles klar, dann rein damit. Schade. Ja gut, jetzt gehe ich mal kurz in unser Teammanagement hier rein. Ich schaue mal gerade, was sich da noch verändern lässt. Guck, hier haben wir zum Beispiel die Chance, Collins reinzubringen. Dann vorne Nacho Ferry. Ja, Godowski kann auch auf dem Flügel spielen. Das ist ja eigentlich seine Position. Wo ist er? Godowski hier, linke Seite. Kaba, Duarte. Ja, das sind eigentlich auch Spieler, die müssen auch häufiger spielen. Auch ein großes Potenzial, aber das Potenzial können sie nicht ausschöpfen, wenn sie auf der Bank sitzen. Aber wir haben viele Spiele. Und gerade auch September, Oktober. Wenn dann der DFB-Pokal noch dazu kommt als Wettbewerb, dann wird das auf jeden Fall was. Jetzt haben wir erstmal die Innenverteidigung aufgelöst. AB ist wieder da, alles klar. Alle 4 sind da, wo sie stehen sollen. Und jetzt sollen sie mal eine Lücke finden. Oh, die haben sie gefunden. Achtung, die Chance. AB, Achtung, kein Foul. Nee. Brauchst du dich gar nicht fallen lassen. Denk gar nicht dran. So, Wanner unten hin. Denk gar nicht daran, dich fallen zu lassen. Okay, die Wechsel sind noch nicht vollzogen. Gleich, wenn der Ball das nächste Mal am Aus ist. Machen wir die Chance. Jonga. Seine letzte Aktion. Listesch. Wer kommt von hinten? Remberg wiederkommen. Willst du nochmal? Du kannst doch von Weiden schießen. Seine ist Rogoff. Der kann das aber auch. Der wäre auch gut gekommen. So, jetzt die Wechsel. Und wieder von links. Wieder Wanner. AB ist da. Ja. Auch groß gewachsen. Ne? Auch 1,90 glaube ich. Oder noch größer sogar. Also die Zukunft, die ist rosig wahrscheinlich. Aber jetzt in der Phase, wo wir uns jetzt gerade befinden, müssen wir halt auch mal durch. Ja? Zähne zusammenbeißen. Und auch die Spieler einfach mal auch wieder intelligenter spielen. Nicht irgendwie blind die Lücken aufreißen, blind anlaufen. Einfach auch mal jetzt hier zum Beispiel einfach stellen, zustellen. Die Innenverteidiger da lassen, wo sie sind. Und dann liegt es halt auch am Gegner. Ich sage es nochmal, es liegt auch am Gegner, dass wir heute hier 2-0 führen. Die setzen uns jetzt nicht wirklich so unter Druck. Da wird es halt auch wieder ein paar andere Kaliber dann auch in der Liga geben. Da müssen wir dann auch zusehen, dass wir Spiele gewinnen. Ja, aber auch so ein Sieg in der Europa League tut auch gut. Generell Siege. Egal in welchem Wettbewerb. Kaba, spätestens hier müssen wir dann in den Zweikampf rein und die gewinnen wir dann auch. Also viel Ballbesitz für Molde im Mittelfeld. Nach vorne hin geht dann Gott sei Dank nicht so viel. Und wir haben nochmal die Chance. Listesch, klasse Ball. Ferry, Rogoff, jetzt muss er durchlaufen. Oh, traumhaft. Schön gemacht. Und der Kopfball, nein, der ging weiter vorbei. Aber genau so Aktion. Es kann so einfach sein. Ball hinter die Abwehr. Und dann hat Nacho Ferry leider zu genau gezielt. Schöne Direktabnahme, wäre ein schönes Ding geworden. Ich schalte jetzt nochmal um aufs 4-4-2. Wobei ich wollte das 4-3-2-1 machen. 4-3-2-1. Wird jetzt nicht mehr viel bringen, aber das ist auch eine Möglichkeit, ja, in der Offensive mal für Druck zu sorgen. Ein Dreier Mittelfeld, vielleicht brauchen wir einfach 3 Leute im Mittelfeld und nicht 2. Dann für die zukünftigen Spiele. Schauen wir mal. So, Molde wird wahrscheinlich nochmal eine Chance bekommen. Poso ist jetzt auch mit nach innen gerückt. Breivik nochmal. Poso. Da passiert jetzt nichts mehr. Komm, zu 0 wäre auch wichtig. Kaba. Oh, den kriegen wir nicht geklärt. Das wird gleich nochmal klingeln. Achtung, Sinamoy. Gut, das hätte jetzt nicht mehr unbedingt sein müssen. Aber egal, Schiri pfeift ab. Und mal wieder ein Sieg. Das tut so, so gut. Gerade in der Euroleague. Nicht nur in der Euroleague, sondern generell 2-0. Ja, zweite Halbzeit hat Molde gut mitgespielt. Viel im Mittelfeld. Nach vorne hin war das jetzt weniger gefährlich. Aber unterm Strich, das Ergebnis zählt. Und das 2-0 zu Hause
bringt uns die ersten 3 Punkte auf europäischer Bühne. Sehr schön. Hier haben wir ein paar mehr Ergebnisse. Wolfsburg gegen Galatasaray. Die gewinnen also 2:0. Also ihr seht, unsere kommenden Gegner, die spielen auch nicht immer die Sterne vom Himmel, ne? Aber spielerisch sollte das dann doch wieder ein bisschen besser werden. Haben wir irgendwelche Updates? Da haben wir nix. Wo hatten wir denn noch neue Spieler? In England und Italien wieder 12 neue. Ja, Oskar Schwartau ist immer noch mit dabei. Hier, wie gesagt, viele Jugendspieler. Was ist das denn für ein Verein? Guan? Ist das aus China oder was? Nee. Ich habe aus der Premier League gesagt, ne? Oder irgendwo aus England. Ist das aus einer englischen Liga? Sah komisch aus, der Vereinsname gerade. Genau, hier genauso. Da kannst du dich quasi mit totschmeißen. Mit all den Spielern. 2 ungelesene Nachrichten. Friedjonsson, bleibe auf dem Teppich. Hat ja getroffen. Du kannst noch mehr. Auch bei Dading Jongwa geht es jetzt hoffentlich wieder, wie bei der Gesamtmannschaft, ein bisschen weiter bergauf. Jetzt haben wir wieder nur 2 Tage Pause. Dann geht es gegen Hamburg. Die stehen auch unten mit dabei. 17. Wir sind 14. Wäre ja ganz schön, wenn wir dann gegen den zweiten Nordclub gewinnen. Wie spielen die denn? 3-4-2-1. Selke vorne. Ja, wenn Selke vorne spielt, wird es immer gefährlich. Die haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. 4 Niederlagen, 1 Unentschieden. Also der HSV auf dem absteigenden Ast. Ich hoffe jetzt nicht ausgerechnet, dass sie gegen uns wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Das wäre doch sehr, sehr schön so. Danach haben wir auch Länderspielpause. Das heißt, es können sich alle mal ausruhen. Aber nach wie vor die Bayern auch nur 15. Das überrascht mich sehr. Die spielen echt eine Scheißsaison bislang. Auf Deutsch gesagt. Nee, Europa League-Tabelle gucken wir auch gleich nochmal. Die haben in Wolfsburg jetzt wieder verloren. Hier haben sie ja gewonnen, ne? Hier haben sie doch gewonnen gegen Freiburg. Gegen wen haben sie dann verloren? Gegen Gladbach nur 1:1. Also ich weiß nicht, was bei den Bayern los ist, aber irgendwas scheint auch im Argen zu sein. Wir stehen auf jeden Fall vor den Bayern. Also dann ist unsere Saison gar nicht so schlecht. Wir sind 3 Punkte von Platz 16 entfernt. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal hingucken. Außer wir starten jetzt so eine grandiose Serie. Aber wir werden uns erstmal unten wiederfinden und beschäftigen müssen. Hamburg ist jetzt auf dem 18. Platz, weil Heidenheim schon gespielt hat. Die haben ihren ersten Punkt geholt. Und der HSV wird jetzt halt auch unter Druck stehen. Genauso wie wir. Also es wird ein Abstiegsduell. Ja, kann man sagen. Aufsteiger von der vorletzten Saison. Soll ich noch irgendwas nachgucken? Ja, auf die Europa League-Tabelle. Da wollen wir nochmal raufgucken, wo wir da stehen. Ist ja auch wichtig, ne? Müssen uns ja auch informieren. Wir sind auf dem 21. Platz. Das heißt, wir würden in die Playoffs kommen, ne? Ich glaube bis Platz 24. Genau, die ersten 8 gehen direkt durch. Dann Playoff. Und dann, genau, geht es so weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt. Das wird bei uns auch richtig spannend. Die Tottenham Hotspur sind jetzt unser nächster Gegner. Aber davor... Nee, die Tottenham Hotspur sind unser nächster Gegner. Ich bin sehr, sehr gespannt. In der Bundesliga ist es der HSV. Da geht es jetzt auch um 3 Punkte gegen den Abstieg. Da müssen wir auch mal wieder einen Sieg holen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.